Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und wie ihr hier sehen könnt, habe ich hier die neue DJI Mini 5 Pro in der Hand. Ich habe das Ganze gestern bekommen, also die Drohne, den Controller hatte ich schon. Ich habe mir das einfache Paket geholt, also einfach nur die Drohne mit einem Akku, mit dem normalen Controller ohne Bildschirm. Ich habe ja noch den RC2 von der R3 und so weiter zu Hause. Den habe ich jetzt hier mit der Drohne schon zu Hause verbunden. Ich habe ein paar Updates gemacht, da wollte erstmal ein Firmware-Update installiert werden. Dann für die Drohne gab es direkt ein neues Firmware-Update. Und dann wollte ich euch jetzt heute mitnehmen auf den Jungfernflug, weil ich habe das Ganze noch nicht gestartet, beziehungsweise ich bin eben noch nicht geflogen. Wollte euch da mitnehmen. Ich habe die Bildschirmaufnahme hier auf dem Controller aktiviert, damit ihr das Ganze mal sehen könnt. Und dann will ich wie immer euch mitnehmen. Lasst uns doch einfach mal abheben. Ich lege die Drohne hier hin. Ihr dürftet den Bildschirm jetzt hier sehen und dann gehen wir direkt mal in die Luft. Und was man direkt mal so ein bisschen hört, die Drohne ist relativ leise. Also es hat sich ja ein bisschen was getan. Die Flugzeit hat sich ein bisschen verlängert. Der Sensor ist jetzt 1 Zoll. Das ist eigentlich der größte Unterschied, sag ich mal, was sich getan hat. Gerade eben, wenn man die Bildqualität betrachtet. Ich fliege mal ein bisschen weiter hinter. Ansonsten kennt man ja eigentlich alles so von der Mini, einfach unter 250 Gramm, wobei es da ja so ein bisschen Probleme mit der 5er gibt, weil meine wiegt jetzt auch knapp über 250, also ich habe sie mit 250,5 Gramm gemessen. Ich will aber auf dieses Thema gar nicht weiter drauf eingehen, weil da gibt es sehr viele Videos, die das behandeln und vielleicht werde ich das in einem extra Video noch behandeln. Heute geht es erstmal einfach nur um den Erstflug. Ich habe die Drohne jetzt hier gestartet, ihr seht den Bildschirm. Die Steuerung ist natürlich wie bei allen anderen DJI-Drohnen. Was man hier direkt mal erkennt, sie erkennt mein Gesicht, also sie sollte eigentlich auch auf mein Gesicht fokussieren. Jetzt natürlich bei dem Abstand, trotz 1 Zoll Sensor, ist es natürlich so, dass ihr da nicht groß irgendwie eine Unschärfe oder sowas im Bild habt. Ihr seht hier, da unten sogar den Schatten der Drohne. Ja, ich habe noch überhaupt gar nichts eingestellt. Ich will euch mal kurz durch die Einstellungen mitnehmen, dass wir hier so ein bisschen was tätigen, damit wir uns das da so ein bisschen was anpassen können. Wir haben hier die Hinderniserkennung und so weiter. Die maximale Flughöhe geht nur bis 120 Meter, das ist klar, C0-Kategorie, da ist das Ganze begrenzt. Was ich einstellen will, ist erstmal die Geschwindigkeit auf Kilometer pro Stunde, sonst wird euch das Ganze in Meter pro Sekunde angezeigt. Das ist ja nicht ganz unwichtig, weil ich möchte natürlich auch einen Geschwindigkeitstest fahren. Dann schauen wir uns an, Folgemodus und so weiter. Kameraeinstellungen. Ich gehe hier direkt mal auf JPEG und RAW. Ich weiß nicht, doch die JPEGs, ich glaube, das sind immer DNGs, die werden dann von Haus aus direkt unterstützt. Will natürlich nachher für die Bilder die beste Qualität haben, also nehme ich mindestens in RAW auf. Stelle die Auflösung direkt auch mal auf 50 Megapixel für die Bilder. Nicht ganz unwichtig. Und ansonsten Histogramm lassen wir mal aus. Peaking können wir alles mal auslassen. Gitterlinien und so weiter. Interner Speicher, die Drohne hat jetzt 42 GB Speicher, was natürlich toll ist. Ihr seht es auch hier, ich habe keine SD-Karte in der Drohne drin. Es macht vieles einfacher, wenn man die SD-Karte mal vergessen hat. Ich habe sie nicht vergessen, ich habe sie einfach nur nicht mitgenommen, weil ich wusste, die Drohne hat einen Speicher. Lassen wir das jetzt einfach mal hier den Rest so. Ich will nämlich mal fliegen. Ich bin im Normalmodus und nehme euch jetzt einfach mal mit. Wir schauen mal. Wir gehen ein bisschen hoch und schauen mal direkt, was so an Geschwindigkeit hier geht, übers Feld. 36 km/h im Normalmodus. Jetzt schauen wir mal, ob da der Wind eine Rolle gespielt hat. 36, 37, 38, 39, 40. Das sieht ja schon mal sehr gut aus. Und ich würde sagen, wir testen direkt auch noch den Sportmodus. Die Geschwindigkeit, da sollte noch ein Tick mehr gehen. Ich fliege wieder in die eine Richtung. 56, 60 km/h, 62, 63, 64. Das ist natürlich auch alles schon sehr ordentlich. Jetzt schauen wir mal in die andere Richtung. Vielleicht haben wir da ein bisschen Rückenwind. ...52, 53. Ja, ich würde sagen, wir hatten gerade schon Rückenwind.
55 km/h, was aber natürlich für eine Mini-Drohne immer noch richtig gut ist. Also wenn ihr da mehr wollt, mehr Geschwindigkeit, dann müsst ihr dann natürlich zur Air greifen oder eben zur Mavic 4 Pro. Da geht dann geschwindigkeitsmäßig doch noch ein bisschen mehr. Was mich jetzt natürlich interessiert, der 1 Zoll Sensor. Ich gehe hier mal ein bisschen auf eine Höhe, dass wir hier auch ein bisschen was von der Umgebung sehen. Wir sehen 32 km/h im Aufstieg, also das ist auch nicht wenig. Da hat die 4er, glaube ich, deutlich weniger gebracht. Das ist also alles schon mal ganz cool. Jetzt möchte ich hier natürlich direkt mal in den Videomodus gehen. Wir schauen uns den Videomodus an. Ihr seht hier unten schon 4K 60. Wir lassen das Ganze mal im Automodus und beginnen direkt mal die Aufnahme. Ihr seht, die Drohne nimmt auf. Und jetzt schauen wir einfach mal. Wir haben jetzt gerade eine Sonne relativ hoch am Himmel. Wir haben also ja, nicht das schönste Licht. Untergehende Sonne wäre natürlich ein bisschen schöner. Ich gehe mal in den Normalmodus, dass ich hier nicht so hart drehe. Hier auf dem Display sieht es auf jeden Fall schon mal wirklich sehr gut aus. Ich kann ja mal kurz in die Sonne schwenken. Da oben haben wir die Sonne, dass wir da mal so ein bisschen Dynamik ins Bild kriegen. Hier ist jetzt direkt die Sonne, das ist jetzt also wirklich reingefilmt. Da oben fliegt gerade ein Flieger. Wir sehen so ein bisschen Ghosting Flares, so ein Tick. Aber wenn ich das so anschaue, auch von der Landschaft her, sieht es schon mal relativ gut aus. 4K 60, das heißt, wir gehen jetzt einfach mal runter. Ich möchte mich hier mal kurz im Vergleich filmen. Ich habe den Osmo Pocket 3 hier, mit dem ich das Video mache. Und ihr wisst es vielleicht, der Osmo Pocket 3 hat auch einen 1 Zoll Sensor. Das dürfte also fast dieselbe Kamera sein. Ich möchte jetzt hier mal kurz nebeneinander hinstellen. Ich beende die Videoaufnahme und stelle das Ganze mal auf 4K 30. Aha, hier 4K 30 und beginne die Aufnahme wieder. Und dann schauen wir mal. Ich lasse die jetzt mal neben den Osmo fliegen. Das kann jetzt sein, dass ihr vielleicht vom Ton her ein bisschen was hört. Ich möchte aber wirklich einen Vergleich im Bild haben. Jetzt muss ich hier schauen, dass ich da eben nicht gegen meine Kamera fliege. Es ist leicht windig, das heißt, sie schwankt ein bisschen hin und her. Sie hat jetzt natürlich die Sensoren, die lässt mich nicht näher hier an den Osmo fliegen, aber wenn wir das jetzt mal angucken, jetzt ist sie ungefähr auf der Höhe vom Osmo und ich kann es jetzt mal wahrscheinlich direkt nebeneinander einblenden, wie das so aussieht. Vielleicht ein bisschen höher mal, vor allem geradeaus. Was da so die Bildqualität macht, klar, durch den 1 Zoll Sensor habt ihr natürlich auch vielleicht jetzt ein bisschen Unschärfe im Hintergrund. Ich weiß nicht genau, ob man das so sieht. Ich fliege jetzt einfach mal hier rum, dass der Hintergrund so ein bisschen, wir haben ja hier das Feld, dass der Hintergrund so ein bisschen verschwimmen könnte eventuell. Ich fliege ein bisschen hoch, so. Sie dürfte auf mich fokussieren und jetzt schauen wir gleich mal, wenn ich das Video schneide, wie das dann hier aussieht. Hier auf dem Display sieht es schon mal gar nicht so schlecht aus. Also ich fliege noch mal hoch, dass wir hier jetzt noch mal alles sehen können. Bildqualitätsmäßig 4K 30. Das sieht hier zumindest schon mal gar nicht so schlecht aus. Was wir jetzt als nächstes gleich probieren können, ich habe ja da hinten, seht ihr es vielleicht, da ist der Sender im Bild. Und jetzt kann ich hier direkt mal zweifach hinzoomen. Dreifach geht hier sogar mit dem kleinen Rädchen. Ich möchte das Ganze aber umstellen. Zweifach, so, weil die soll ja digital so reinkroppen können. Ihr habt dann, glaube ich, 48 mm Brennweite oder sowas. Wir haben jetzt hier den Zweifach-Zoom aktiviert. Ich gehe jetzt mal zurück auf den Einfach-Zoom. Dann seht ihr da nochmal den Unterschied, was das ausmacht. Und ich bin natürlich auch gespannt, wie das Ganze dann nachher am Rechner so aussieht. Beziehungsweise ihr werdet es ja direkt jetzt hier im Video sehen. Das ist auf jeden Fall schon mal nicht so schlecht. Ich teste jetzt mal kurz den Fotomodus. Wie ihr seht, wir haben ja unten auch die Einstellungen 50 Megapixel, JPEG und RAW. Und dann machen wir da einfach mal ein Bild direkt vom Sender da hinten. Ihr seht es im 50 Megapixel Modus,
dauert das hier wieder ein bisschen kurz die Aufnahme. Ich gehe da jetzt mal kurz auf 12 Megapixel, dass wir einen Vergleich haben. Und da seht ihr, das Bild wird natürlich auch sehr viel schneller aufgenommen. Ich habe hier gar keine Kameratöne, habe ich gerade so gemerkt. Muss ich mal schauen, dass ich das vielleicht mal noch umstelle. Was ihr natürlich auch habt, der Gimbal an sich, wir können das hier direkt mal noch kurz umstellen. Hat er hier die Möglichkeit, um 90 Grad zu rotieren. Und dann habt ihr da eine richtige Vertikalaufnahme, so rum. Also ihr habt die volle Auflösung, weil sich der Gimbal eben komplett dreht. Und der Unterschied zur Mavic 4 Pro, welche wirklich sehr teuer ist, die lässt sich ja in dem Modus nicht so arg nach oben und unten schwenken. Und wie ihr sehen könnt, wir gehen hier bis auf 55 Grad nach oben und wahrscheinlich 90 Grad nach unten. Jawohl, 90 Grad nach unten. Das ist natürlich wirklich sehr toll. Ihr könnt über die Fernbedienungsknöpfe das Ganze auch schnell wieder ändern. Wir gehen hier wieder in den Horizontalmodus. Also das ist natürlich schon toll. Vor allem jetzt mit einem 1 Zoll Sensor, da ist ja auch ein bisschen Bildqualität dahinter. Das heißt, ihr habt jetzt auch in der Mini die Möglichkeit, richtig schöne Aufnahmen zu machen. Ich will jetzt mal kurz hier hinterfliegen. Da haben wir ein paar Bäume. Und dann, ich stelle hier mal direkt wieder auf Video. 60 Bilder pro Sekunde. Los geht's. Dann fliegen wir mal kurz dahinter. Ich möchte nämlich mal so ein paar Bäume zusammen mit dem Schatten von der Sonne hinkriegen. Jetzt, ja, ich glaube, das reicht fast nicht. Da müssen wir vielleicht später noch mal fliegen. Ich hätte gern die Dynamik mal gesehen. Ich fliege jetzt einfach mal hier hinter den Baum. So. Und dann drehe ich mich jetzt hier mal hin. Schau mal, da ist die Sonne. Und jetzt gehen wir da mal ein bisschen zurück, ein bisschen vor. Ich sehe die hier auch da fliegen. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen runter, lassen das Ganze mal durch den Baum scheinen. Wie das so aussieht. Ihr seht es hier, ein bisschen Flares, ein bisschen Ghosting. Aber ich glaube, soweit sieht das schon mal relativ gut aus hier auf dem Display. Ich bin mal gespannt. Da ist alles clean. Dann fliegen wir doch hier einfach direkt mal wieder geradeaus. Man sieht auch schon, die Abstandssensoren zur Seite und so weiter, die arbeiten. Klar, im Normalmodus, da dürfte die Drohne jetzt auch nirgends mehr dagegen fliegen. Wir haben ja jetzt auch ein LiDAR verbaut. Das heißt, die sieht auch wirklich richtig was da in der Umgebung ist. Ich fliege jetzt einfach mal direkt auf mich zu. Schauen wir mal, ob die dann jetzt irgendwann abbremst. Und ja, sie bremst. Habe ich mich gut drauf verlassen. Ich muss mich ja nicht gleich direkt beim ersten Flug verletzen oder sowas. Also das macht schon Spaß. Jetzt habe ich hier im Forum hat jemand gefragt, wie es denn aussieht mit den automatischen Modis, ob das Ganze auch im D-Log aufgezeichnet wird. Wir haben jetzt hier noch überhaupt gar keine D-Log-Aufzeichnung. Das heißt, ich gehe jetzt hier erstmal in Pro-Modus. D-Log, HLG, D-Log M. Also die Drohne bietet sowieso nur D-Log M, kein richtiges D-Log. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich starte einfach mal direkt nochmal die Aufnahme und dann schauen wir einfach mal. Da kommen jetzt Autos, die fahren hier durch. Ich muss mal kurz aus dem Weg. So. Also, wir sind jetzt im D-Log M-Modus. Ich werde das Ganze natürlich am Rechner graden, damit ihr da mal was seht. Und dann schauen wir jetzt hier auch noch mal so ein bisschen die Umgebung an. Ich gehe mal ein bisschen höher, dass ich nicht in den Mais fliege. Dann schauen wir mal, wie das Ganze aussieht von der Dynamik her. Also hier auf dem Bildschirm sieht es schon mal alles richtig gut aus. Ich weiß gar nicht, 15 Minuten, wir fliegen jetzt vielleicht 14 Minuten oder sowas rum. Wir haben noch 50% Akku. Ist jetzt auch nicht so schlecht für die Kleine. Also gut,
Dann beende ich mal die Aufnahme. Ich markiere mal mein Ziel und schau mal im Spotlight. Also Spotlight geht schon mal im D-Log-M. Ich bin mir nicht sicher, ob die Vierer den Active Track und den Spotlight nicht auch noch im D-Log-M konnte, aber wir schauen uns jetzt gleich mal die intelligenten Flugmodis an. Also das ist schon mal ganz toll hier. So, ich beende das Ganze mal, gehe hier ins Menü und schaue jetzt mal, was ein Quickshot so hinkriegt. Quickshot, so 4K 60, das wäre natürlich, also so wie es aussieht, lässt sich der Quickshot, wir haben jetzt hier den rotierenden, oh, okay, Hindernis erkannt, ja, bisschen arg spät erkannt. Ich fliege mal kurz zurück. War vielleicht nicht die schlauste Auswahl jetzt gerade. Hindernis erkannt, als ich dann schon weggegangen bin, ist natürlich ziemlich blöd. Wir machen mal einen einfachen Droney. Markieren das Ziel. D-Log-M, okay, Aufnahme starten. Wir haben 4K 60 D-Log-M. Und das funktioniert. Also der Modus geht schon mal. Wir können jetzt gleich mal noch so einen Mastershot machen. Aber hier jetzt gerade der rotierende, das hat mir ja nicht gefallen, dass das Ding direkt auf mich zugeflogen ist. Gut, es war noch knapp über mich drüber. Sie hat ja dann auch Hindernis erkannt, aber ich glaube, die hat erst den Mais erkannt. Ich muss mal nachher auf dem Video schauen, ob die da von der Höhe mich erwischt hätte. Also wie man sieht, Quickshots gehen schon mal, Mastershots. Abhängig vom Motiv, ja, bla bla. Okay. Einrahmen. Ich hätte gern aber D-Log-M 4K 60. Das heißt, ich gehe hier mal ein bisschen höher. Aktuelle Position, Start. Das heißt auch die Mastershots. Nein, warte mal. Doch. Auch der Mastershot müsste jetzt in D-Log-M gehen. Und 4K 60. Ich bin gespannt, wie das Ganze dann gleich aussieht. Ihr seht schon, sie nimmt hier jetzt wirklich ein bisschen so einen Mix auf. Vorwärtsbewegung, das Ganze läuft noch. Okay, also soweit sieht es ja schon mal ganz gut aus. 43 Sekunden für den Droney. Auch der Satellitenempfang, 37 Satelliten. Der RC-Empfang ist wirklich sehr gut. Jetzt ist es so, ich bin mir nicht sicher, ob die neuen Fernbedienungen da noch einen Tick mehr drauflegen mit dem OcuSync oder wie das da ist. Ich habe ja noch den DJI RC Pro 2, RC2 Pro von der Mavic 4 Pro. Den möchte ich natürlich auch mal mit der Drohne verbinden und fliegen, weil der natürlich mit dem riesen Display und so und mit der Helligkeit nochmal ein anderes Level ist. Aber ich wollte für euch jetzt natürlich hier erstmal den normalen RC2 Controller nutzen. Das müsste, glaube ich, der normale RC2 Controller sein. Wie gesagt, ich habe mir nicht die Fly More Combo geholt. So, Kamera kreisen, Mastershot beendet.
Ich bin mal gespannt, ob der wirklich auch im D-Log-M abgespeichert ist. Soweit, wie ich es hier auf dem Bildschirm bewerten kann, sollte das im D-Log-M aufgenommen sein. Ich bereite euch jetzt einfach 2 Videos vor. Einmal, ja, sie hat es im D-Log-M aufgenommen. Wie ihr seht, alles ohne Probleme, super duper. Und noch ein anderes Video. Leider habe ich das Ganze jetzt gerade auf dem Computer angeschaut und es ist kein D-Log-M aufgenommen worden. Natürlich ein Spaß. Schauen wir uns gleich an. Ihr seht es ja dann im Video. Ich mache euch trotzdem kurz eine Einblendung. Also ja, es hat in D-Log-M funktioniert. Okay, soweit, so gut. Die Bilder schaue ich mir dann auch noch am Rechner an. Jetzt will ich mal hier noch kurz einen Tick wegfliegen und schauen, was der Empfang so macht. Also wie ihr seht, ich habe hier auch ein großes Feld. Ich habe die Drohne ganz schön gut in der Sicht. Ich will nur einfach mal sehen, ob sich da was irgendwie an den Balken oben tut. 120 Meter weg, ich sehe sie immer noch gut. Ist auch nicht schwer da hinten am Horizont. Der Empfang ist immer noch voll da, 200 Meter. Da hinten fliegt sie immer noch 300 Meter. Okay, also 0 Empfangsprobleme jetzt, natürlich klar. Ich bin jetzt nicht ewig weit weggeflogen, aber soweit sieht es gut aus. Ich fliege jetzt mal direkt wieder zurück. Ich denke auch so im legalen Bereich müsst ihr euch da sicher keine Gedanken über den Empfang machen. Da kommt sie wieder angeflogen. Wäre natürlich toll, wenn wir noch kurz ein Auto tracken könnten. So, Sportmodus. Aber so insgesamt macht es natürlich schon Spaß. Wir haben jetzt 22% Akku noch. Wir sind ungefähr 20 Minuten geflogen. Ja, ich würde sagen, für einen Erstflug war es schon mal ganz in Ordnung. Ich muss am Rechner gleich noch mal angucken, was da passiert ist, als ich diese Rotation machen wollte, als sie dann auf mich zugeflogen ist. Weil das war natürlich schon ein bisschen knapp, aber sie hat das Hindernis ja erkannt. Ich glaube aber eher den meisten, nicht mich. Sie ist aber auch über mich drüber geflogen, deswegen war es wahrscheinlich nicht ganz so wild. Und dann würde ich erst mal sagen, war es das fürs Erste. Ich werde die Drohne jetzt natürlich noch ausgiebig probieren, mal alle Einstellungen durchprobieren und dann gehe ich davon aus, dass ich euch auch wieder ein Tipps- und Tricks-Video machen werde. Gerade für Einsteiger, die sich die Drohne holen wollen, was ihr da beachten müsst bei den Einstellungen und so weiter. Wir haben ja gerade schon gesehen, wie ich die Kamera so ein bisschen angepasst habe und so weiter, was da so alles möglich ist. Also ich bin wirklich sehr gespannt. Landen wir hier mal. Auch von der Lautstärke her bin ich wirklich begeistert. Ihr seht es hier ja vielleicht, wenn der Osmo, ja, der kommt mit. Hier ist das gute Stück, das ist halt einfach leicht. Das macht schon Spaß. Zusammengeklappt ist die halt schon wirklich sehr, sehr klein. Machen wir hier direkt mal. Wir beenden erstmal die Bildschirmaufnahme, sonst ist die nämlich weg. So, Bildschirmaufnahme gespeichert. Wir machen die Drohne aus. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch ein Like da. Abonniert den Kanal für weitere Videos. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, stellt die einfach in die Kommentare. Dann versuche ich die zu beantworten. Ich hoffe, euch hat es gefallen, so ein bisschen mit auf den Erstflug genommen zu werden. Ich packe euch da Links in die Beschreibung, wenn ihr euch die Drohne kaufen wollt oder auch Zubehör. Macht es doch über meine Links, dann habe ich auch ein bisschen was davon. Vielleicht ansonsten natürlich, das steht euch immer frei. Ich würde mich da einfach nur freuen. Ich mache den Controller jetzt hier auch noch aus. Geh nach Hause und fang mal an, das Video zu bearbeiten, damit ihr das heute Abend oder morgen noch angucken könnt. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal. Ciao.